Vor allem Leute, jetzt siehst du hier dann die ganzen Radfahrer dran vorbeifahren. Da denkst du dir, Alter, das kann doch hier nicht wahr sein. Es kann doch einfach hier nicht wahr sein. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Im Hintergrund seht ihr schon die DMG. Absolut krank. Ich bin absolut überwältigt, wie diese Videos einschlagen bei euch. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe das Interesse, absolut. Die Maschine ist super. Die Maschine ist wirklich geil. Gerade für die Preis-Leistung. Aber es ist phänomenal. Also hätte ich nie mit gerechnet. Leute, aber wir haben heute eine Mission. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben eine Mission zu erledigen. Und zwar, nein, keine GTA-Mission. Nein, um Gottes Willen, sondern ich habe euch eine Website erstellt. Und zwar habe ich mir nämlich gedacht, pass auf André, du testest ja, hast schon so viele elektrische Zweiräder getestet. Du wirst auch 2023 so viele testen, das kann ich euch schon sagen. Da wird es einen Ansturm geben ohne Ende. Und da habe ich mir überlegt, ich mache einfach einen Blog auf. Ich mache eine Seite auf, wo ich ein bisschen was zu den Bikes erzähle, wo ich so meine Impressionen auf meine Art rüberbringe. Und die Seite, die kann ich euch mal sagen, und zwar ist die www.efieber-moto.de. Könnt ihr gerne mal reinschauen und sagt mir gerne eure Meinung dazu. Dort findet ihr natürlich auch den Link dann, wo man das Bike eventuell bestellen kann, wa? Also zum Beispiel DMG und so weiter. So, das war Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, für die Website brauche ich natürlich ein paar Bilderchen von der Maschine hier. Das heißt, wir fahren jetzt gleich mal, machen eine Tour. Ich nehme Tracky dazu, das heißt, ihr könnt dann auch mitverfolgen, wie ich im Prinzip fahre, auch GPS-mäßig natürlich. Das hänge ich dann hier vorne ins System rein, das habe ich mir jetzt geholt. Wir fahren zu einem schönen Spot und machen mal ein paar Aufnahmen und die lade ich dann auf die Website hoch. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal auf die Tour mit. Ihr habt auch vollkommen recht gehabt. Oh, ich spucke schon wieder. Ihr habt vollkommen recht gehabt. Ich habe beim letzten Mal keine Schutzkleidung angehabt und ich finde es erstmal großes Lob, dass ihr aus der Community dann sagt, hier André, pass auf, zieh dir Schutzkleidung an. Denn ich bin zwar fast 2 Meter groß, aber trotzdem, wenn ich hinfalle und die Hände aufreißen, das ist nicht cool. Deswegen vielen Dank schon mal, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ihr seht jetzt auch hier, Motorradjacke habe ich mir geholt. Ich habe mir jetzt eine Hose auch geholt, das seht ihr hier auch. Handschuhe natürlich auch ganz wichtig, wenn ich jetzt hinfalle, dass ich da Protektoren habe und sowas. Helm. Wo ist der Helm? Der steht noch da drüben, den seht ihr da. Also vielen Dank schon mal an die Community. Die ganzen Sachen habe ich euch auch auf der Website verlinkt, falls ihr das auch braucht. Und in diesem Sinne, André, nicht so viel babbeln. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video rein. So ihr Lieben, bevor wir jetzt wirklich durchladen mit dem Video, muss ich 2 Punkte noch verlieren, die ich aus den ganzen Kommentaren aus den letzten Videos so mitnehme. Und zwar erstmal das Feedback von euch ist sehr schön, das ist nahezu immer positiv, aber ein paar Sachen muss ich noch klarstellen. Und zwar beim ersten Ausfahrtsvideo habe ich immer mal ein paar Schlängelinien gemacht. Das liegt einfach daran, dass einige professionelle Fahrer mir gesagt haben, André, mach erst mal langsam zu Beginn und versuche immer ein bisschen die Reifen nicht warm zu kriegen, sondern einzufahren, weil die einfach neu sind. Und ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar gibt es hier irgendwie so eine Kante, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, ich bin früher Simson S51 fahren, aber hier das ist schon eine andere Hausnummer. Und zwar seht ihr hier dieses Riffelte. Diesen Grad muss man Stück für Stück immer mehr hierher bringen, dass man auch in Kurvenlagen ein sicheres Niveau hat, war. Und das ist einfach das Ziel gewesen damals, wo ich im ersten Video ein paar Schlängelinien gefahren bin. Also das eiert da nichts, sonst was, sondern das ist einfach nur, um den Reifen in einen gewissen Zustand zu bringen, dass ich Haftung habe. So, die zweite Sache ist, ihr müsst euch vorstellen, das stößt mir ein bisschen auf, muss ich echt sagen. Ihr müsst euch vorstellen, ich gebe hier wirklich Gas, ich gebe mir wirklich Mühe, euch das zu präsentieren und so weiter. Und da werden 2023 noch so viele Mopeds kommen, auch so in dieser Kubikzahl oder in dieser, ja, wie nennt man, dieser Klasse, also 11 kW bis 125 Kubik Klasse. Aber manche, die sind echt komisch. Und zwar dieses Bike kostet locker unter 5000 US-Dollar oder Euro oder wie auch immer. Also es ist verdammt günstig, sagen wir es mal so, Preis-Leistung ist unschlagbar. Trotzdem kommen da welche um die Ecke und sagen, ja, ist ja kein Typ 2 Stecker dran und sowas. Leute, ganz ehrlich, diese Bikes, wenn ihr Typ 2 wollt, dann müsst ihr zu Zero Motorcycles gehen, dann müsst ihr die Arento nehmen, die zwar nahezu gleich schnell lädt, über Schuko oder Typ 2, aber da müsst ihr halt andere Bikes nehmen, plus da zahlt ihr auch Faktor 3 mal mehr. Das müsste euch nur klar sein, wa? Deswegen, also ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber alles geht nicht. Also irgendwo muss man Abstriche machen, wisst ihr, wie ich meine? Dieses Bike ist nicht dafür da, um jetzt nach Österreich zu fahren, in Urlaub für 1500 Kilometer oder sowas, sondern dieses Bike ist gemacht, dass ihr mal entspannt mitschwimmen könnt im Verkehr, dass ihr entspannt von A nach B kommt, im Landkreis und so weiter. Dafür ist das Bike gedacht, einfach mal einen Kopf frei zu kriegen, ein bisschen zu cruisen. Sowas ist gedacht. Also das ist jetzt keine Maschine, um jetzt Langstrecke zu ballern und dann was weiß ich zu machen. Also das will ich nur noch mal klarstellen. Ansonsten nochmal auch hier der Akku, das sind 7,2 Kilowattstunden, das sind Lithium-Ionen. Ich
kann euch ehrlich sagen, die Karre steht hier den ganzen Winter jetzt draußen. Wir werden dann im Frühjahr sehen, wie sie sich verhalten hat. Aber ich mache mir da reichlich wenig Sorgen, weil alle meine Mopeds, egal ob Simson, Schwalbe, egal ob jetzt die Elektro-Dinger, die ich hatte, die 45 km/h Dinger, die standen alle im Winter draußen und da war nie was dran. Also mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Und ansonsten, ja, Bremsen funktionieren. Das Ding sieht sexy aus ohne Ende. Also manche Leute übertreiben es einfach ein bisschen, finde ich, aber naja. Und Leute, was ich euch auch sagen wollte, das kostet mich immer ziemlich viel Arbeit und auch viel Fleiß und ein bisschen Schmackes, weil ich die Bikes immer vorher kaufen muss, um die dann hier zu testen. Das glaubt ihr nicht, aber es ist so. Ich bin jetzt kein Influencer, wo man sagen kann, okay, hier, Scheidler, ich werfe dir die Bikes hin und teste mal. Nee, so ist es nicht. Ich muss mir das ja selber auch zusammenarbeiten. Deswegen, ihr Lieben, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet. Das ist eine Kanalmitgliedschaft hier bei eFlieger. Das sind Euro, ich glaube, die günstigste sind 2,99 oder sowas. Also das tut keinem weh, aber es hilft mir einfach, weil ich dann auch wieder neue Investitionen kaufen kann, euch neue Bikes kaufen kann und dann vorstellen kann. Wisst ihr, was ich meine? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich schneide mir jetzt mal die GoPro hier vorne rein. Und dann geht es schon los, Tracky mache ich rein und dann könnt ihr das GPS-mäßig live verfolgen. Ich versuche nicht zu schnell zu fahren, weil viele haben auch gesagt, André, bis in der 30er-Zone 40 gefahren. Es tut mir auch leid, aber manchmal, ihr wisst, wie es ist. So, ihr Lieben, ich bin auf dem Highway. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Wir haben jetzt gerade 80% bei einem Kilometerstand von 338 Kilometer, damit ihr eine kleine Orientierung habt, wenn ich nachher zurückkomme. Dann werde ich euch die gleichen Daten nochmal durchgeben. Wir fahren jetzt hier auf einer Landstraße ist das, ganz normal, und zwar nach Marburg. Das ist nicht so weit weg, ja, circa, ich sag mal 20 Kilometer. Und da haben wir eine schöne Location direkt an der Elisabethkirche. Und da werden wir ein paar Fotos von dem Bike machen. Und ihr seht jetzt auch Tracky und natürlich auch den ganz normalen Fahrbetrieb. Das heißt, wir haben jetzt aktuell auf Tracky 60 Stundenkilometer und auf dem Display hier 65. Also könnt ihr mal rechnen, 5 km/h Differenz. Und ja, es ist heute ein Oktoberwetter, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, wir haben ein bisschen Wind draußen auf der Straße. Ich bin jetzt auch 3 Wochen nicht gefahren, muss ich ehrlicherweise sagen. Das heißt, der Akku ist ratzekalt. Wir haben heute auch nur 13 Grad oder wenn überhaupt. Und ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt mal ein bisschen Dampf. Wir wollen ja mal ankommen, oder nicht? So, wir schauen hier mal hoch. 80, 85, 90, 95, 100 auf dem Display. Und hier haben wir drüben 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ja, und hier drüben dann auch 100, ihr seht's. Oh, das ist aber ein Wetter, ey. Die Schutzkleidung brauche ich auf jeden Fall heute, weil es doch ziemlich frisch. So Leute, jetzt sind wir innerorts, da müssen wir natürlich runter tunen. Also ihr seht echt 5 km/h kann man Differenz sehen. Wenn ich jetzt 50 fahre GPS, dann haben wir hier 53 ungefähr. Seht ihr das? 52, ja, so ungefähr. Also ich sag mal zwischen 3 bis 5 km/h kann man da schon mal rechnen. So, blinken. Und wir fahren jetzt mal hier über den sogenannten Weißen Stein, so heißt er. Ist im Prinzip ein, ich sag mal ein recht hohes Plateau, ein recht hoher Berg, den wir hier jetzt nach Marburg hin erklimmen müssen. Oh, untenrum gleich schon Kick hier. Wahnsinn, direkt da das Bike. Wie gesagt, ich versuche heute mal nicht so Schlangenlinien zu fahren, dass ihr nicht glaubt, das Bike eiert oder sowas. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist ein Unterschied, ob du eine Simson S51 fährst oder ich hatte ja noch eine Schwalbe KL51-2, ob du so ein Gerät fährst oder ob du jetzt hier so ein Bike fährst. Also von der Beschleunigung und so komplett andere Nummer. Macht aber Spaß, macht auf jeden Fall Spaß und der Riesenvorteil ist, dass man hier auch jenseits der 60 km/h schön entspannt mitfahren kann mit dem Verkehr und da kein Hindernis ist. So, Blinker ist aus, nochmal einen kurzen Check, alles gut. Und jetzt geht es im Prinzip den Weißen Stein hoch. Ich gucke jetzt immer mal GPS und auf dem Handy, wie sich das verhält, aber bis jetzt alles super. Wie gesagt, ihr merkt schon, jetzt geht es berghoch. Ich kann ja schön entspannt vorbeischlippen, ohne dass ich den Gegenverkehr behindere. Das ist auch sehr entspannt. Und ja, da vorne ist Ortsausgangsschild. Haben wir eine 60er-Zone. Ich ziehe mal hoch auf 60, noch mal gucken, wie es ist. So, jetzt haben wir 60 GPS. Also ich sage euch, ich sag mal so 50, ab 60, da kommt das richtige Drehmoment hier zu Trage. Und dann haben wir hier auch satte Leistung, sattes Drehmoment anliegen. Wir sind immer noch in der 60er-Zone.
Aber hier geht schon ordentlich berghoch. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Es war im Prinzip auch die gleiche Strecke wie auf den Ausfahrtsvideo Nummer 1. Wir sind aktuell bei 77%. Haben aktuell 4 Kilometer hinter uns. Also alles entspannt, Leute. So, jetzt sind wir am Berg. Und jetzt können wir kicken. Wird es ein bisschen kurviger. Valentino Rossi am Mike. Ja, wir wollen es übertreiben. Ich bin jetzt hier bei 77. Cruise jetzt hier langsam runter. Reifen sind noch kalt. Wir wollen hier keinen Ballermann machen. Also wie gesagt, ich muss selber noch mal reinkommen. Ich würde gerne mal so ein Fahrsicherheitstraining machen. Also wenn ihr da jemanden kennt, wo man das mal bestreiten kann, wo man das mal machen kann, sagt gerne in den Kommentaren Bescheid. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich weiß zwar nicht, wie ich die Maschine dahin bekomme, aber vielleicht kann man sich da ein Motorrad ausleihen oder so. Oder eine 125er bzw. 11 kW Klasse. Das wäre optimal. Aber ihr seht ja auch, ich ganz entspannt die Kurve, die ist recht lang gezogen jetzt hier. Da fahren wir jetzt hier mit knapp 80 durch, ist kein Problem. Jetzt können wir kicken, voll Speed, es geht bergunter leicht. Und dann ist das auch kein Problem, wenn wir hier mal durchziehen mit 110. GPS hat da gerade einen Hänger gehabt, man muss sagen, hier sind wir ein bisschen im Hinterwald. Das bedeutet, GPS ist hier nicht das Beste. Aber jetzt Marburg rein, wird wieder alles gut. So, cruisen wir mal lang hin hier. Da vorne ist eine größere Maschine, sieht aus wie eine BMW Tourer Maschine. Das ist ähnlich wie hier das Sitzen, weil ich sitze ja recht aufrecht. Deswegen könnt ihr gleich auf der GoPro das auch gut mitverfolgen. Nachteil ist, ich merke auch hier bei Wind, wenn ich jetzt mal jenseits der 100 fahre, das presst schon ordentlich rein. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, jetzt haben wir einen Fahrradfahrer da vorne. Mit dem Motorrad wären wir schon längst vorbei. Grüßt dann. Jo, hat gegrüßt, habt ihr es gesehen? Finger war oben. Ganz entspannte Sache. Jetzt kommt der nächste. Mal gucken, ob er grüßt. Was ist ein Rollerfahrer? Ich grüßen. Ah, er grüßt mich nicht, aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde Community ist alles. Egal ob E-Fever oder auch hier unser Cruisern untereinander. Das ist schon eine schöne Sache. Auch ich fahre ja noch als Hauptfahrzeug Tesla. Und wir Tesla-Fahrer untereinander, wir grüßen uns auch immer. Das hat sich so eingebürgert. Mittlerweile gibt es auch schon viele, die ja, elektrisch fahren oder Tesla auch fahren. Die aber nicht mehr so, die wundern sich manchmal, was macht der? Hat er einen Schlaganfall oder so? Aber es ist einfach nur, ja, ich sag mal Community-mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich lebe das auch. Ich lebe das zu leidenschaftlich 100%. So, 30er-Zone. Das heißt, er fährt vor uns genau 30 GPS und wir haben auf der DMG gerade 36, 37. Aber ja, es lässt sich immer schwer abschätzen, wenn ich parallel gucke. Da fehlen mir die Augen einfach. Und Enyaq. So, wir fahren mal hier rein. Das ist jetzt die besagte Strecke, die letztes Mal so huckelig war. Ich habe jetzt aber den Dämpfer vorne wieder weich eingestellt. Weil ich weiß langsam, wie ich umgehen muss mit den Dämpfern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt stärker bremsen muss, dann nehme ich eher die Hinterradbremse. Dadurch geht mein Fahrtgewicht zwar nach vorne, aber es ist nicht so, dass ich dann so in die Stoßdämpfer reinhaue, wie wenn ich Vorderbremse nutze. Wisst ihr, was ich meine? Von daher ist das dann wesentlich entspannter. Ich fahre jetzt bewusst die Strecke, weil der Akku mal ein bisschen warm werden kann. Und dann machen wir Fotos. Und dann würde ich sagen, waren wir auf der Rückstrecke, machen wir mal hier schön auf der Autobahn bzw. Bundesstraße. Aber ihr seht jetzt schon, ich kick mal kurz. Bin direkt da. 50, kein Problem, ich gehe wieder runter. Nicht, dass es Ärger gibt. Und ja, also das Bike ist auf jeden Fall schön zu fahren, macht echt Laune. Und wir fahren jetzt hier in die 30er-Zone weiter rein. Fahrradfahrer vor uns. Wie gesagt, das Wetter ist kühler, aber fürs Motorradfahren eigentlich ganz angenehm. Finde ich zumindest. Weil im Sommer mit Schutzkleidung ist das schon echt ja, nicht so geil. Und ihr hattet recht, auch mit den Handschuhen. Dann Daumen nach oben nochmal von meiner Seite. Ich finde es echt cool, dass wir uns gegenseitig darauf achten. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt hier vorgehen. Ich würde sagen, wir überholen langsam. Kleine Kinder ist immer so eine Sache, nicht, dass die mal ausscheren. Und gerade das Bike, das hört man ja nicht, das ist das Ding. Also ich fahre jetzt hier zwar dran vorbei, aber ich glaube, die nehme ich nicht mal richtig wahr. Weil es halt einfach leise ist. Die hier in Marburg, die freuen sich, weil die wollen die Autos hier raus haben. Die wollen am besten gar keinen Lärm haben, verstehe ich auch. Manchmal nervt es ja schon ein bisschen, gerade wenn man direkt hier an der Hauptstraße wohnt. Wir können mal kurz einen Test machen, und zwar hinter mir ist gerade keiner. Ich mache mal kurz einen Beschleunigungstest, wie wir jetzt auf 30 km/h, wie schnell wir da sind. Funktioniert das hier oder nicht? Passt mal auf.
und ich punche. 10, 20, also ich gebe Vollgas, ich bin ein S. Und jetzt haben wir 30. Also es dauert schon eine Zeit, ihr habt es gerade selber gesehen. Ich glaube, er hat es jetzt gerade nicht hier getrackt, aber ist ja egal. Also ihr wisst es auf jeden Fall. Da muss man ein bisschen Zeit für einplanen. Und, aber alles in allem macht schon echt Laune. So, ich habe die Dämpfer ja auch weicher eingestellt. Ihr seht jetzt vielleicht den Straßenverlauf vor mir. Ich fahre jetzt bewusst mal durch die ganzen Schlaglöcher. Und ich habe jetzt bei diesem Dämpfersystem 3 Drehungen gemacht. Also ich glaube, ich bin so ziemlich jetzt in der Mitte mit der Einstellung. Aber ihr merkt schon, das ist jetzt deutlich komfortabel. Kommt ein Bus. Ich drücke mal, punch mal kurz, dass wir hinten noch reinkommen. Alles gut. So, jetzt hier seht ihr auch nochmal. Die Straße ist grottig hoch 10. Und ja, es ist, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es ist noch ruckelig, aber es ist weicher, als wie wenn ich komplett auf hart gestellt habe. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nämlich ein paar schöne Fotos. Und dann fahren wir mal auf die Autobahn. Da werde ich noch mal ein bisschen punchen. Und dann seht ihr auch, wie die Beschleunigung jetzt final dann ist. Mich wundert bloß die... Ach so, ich muss hier vorne dann drücken. Ah, jetzt resettet. Aha, okay. Ihr habt hier vorne so Touch-Material, womit ihr den Touchscreen bedienen könnt. Und ja, wie ist der Akkustand? Wir haben jetzt 70%, sind gefahren 10 Kilometer. Das bedeutet, mit was sind wir stand mit 80? Das heißt, wir haben jetzt für 10 Kilometer 11% verbraten. Hochgerechnet werden das dann unter den Bedingungen 110 Kilometer, war, wenn ich jetzt richtig liege, oder? Ihr könnt ja nochmal nachrechnen. Machen wir ein paar Shots, ein paar schöne Aufnahmen. Die werde ich dann auf die Website hochladen, efever-moto.de. Das ist auch kein Problem, die Leute gucken auch, das ist immer so krass, ey. Weil es so ungewohnt ist, man hört nichts. Das Bike sieht ja aus wie eine Tausender, blöd gesagt, aber man hört einfach nichts, das ist so krass. So ihr Lieben, ich ziehe jetzt wieder meine Handschuhe an. Hier drüben Tracky läuft. Ich mache nochmal Reset. Fotos habe ich gemacht. Habt ihr glaube ich auch gerade gesehen. Und dann gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich auf die Stadtautobahn kommen. Da werden wir den Akku mal richtig warm prügeln. Und alles rauskitzeln, was im Prinzip geht. Ich mache mein Visier mal runter. Zack. Also im unteren Bereich, so ich sag mal jetzt hier, wenn wir in der Ortschaft sind, da ist der Akku schon, muss man sagen, recht genau. Wir fahren jetzt da 30 GPS und 32, 33 auf den auf den Tacho, das passt dann schon. Aber wie gesagt, im höheren Bereich, kurz gekickt, im höheren Bereich ist es dann schon etwas streuender. Das bedeutet dann, wie gesagt, 4 km/h Differenz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mal rechts auf die Autobahn drauf. Ja, habt ihr gesehen, die Leute gucken. Echt, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Weil es halt ohne Geräusch ist und das irritiert viele auch einfach in der Geräuschkulisse. Wir ziehen einfach mal auf die Stadtautobahn drauf. Dort ist 100 erlaubt. Das heißt, wir können jetzt mal voll durchladen. GPS ist gerade weg, aber es sollte gleich wieder kommen. Wir waren unter der Brücke. Ich bin hier bei 80. GPS, wo ist GPS? Kommt GPS. 70, 80, 85, 86, 87, 90. Boah. Ich blinke, es geht auf den Highway. 94, ich bleibe auf dem Pinsel. 95, 96, 97, 98, oh, 99. Mann, das zieht wie echt sogar 100. Und wir laden voll durch weiter. Ich sag mal, Differenz 105. Jetzt sind wir hier bei 110. Ihr seht selber, Leute. Ich hoffe, der Wind stört nicht so. Aber bei dem Gegenwind ist jetzt hier bei mir auch Schicht im Schacht. Ihr merkt, ich lade voll durch. Ich kann mich jetzt nicht so bücken, weil die Kamera dann weggeht. Ich bin wirklich aufrecht hier mit meinen 2 Metern fast. Aber das ist in Ordnung. Ich bleibe voll auf dem Pinsel hier. Er zeigt mir jetzt 110 an und es ist in GPS 104. Das ist alles okay. So, leichte Kurve. Boah, der Wind ist aber heute biestig. Das muss ich echt mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir Gegenwind haben hier. Meine Güte. Aber macht Laune. Macht einfach Laune. Den Zug links von der Seite von mir haben wir schon überholt. Und wir bleiben locker dran. Das meinte ich, dieses Mitschwimmen. Das ist das Wichtige. Dass man kein Hindernis ist auf der Straße.
Und wir bleiben jetzt einfach mal, ich sag mal, ein paar Kilometer hier drauf, schön am Anschlag mit Vollgas. Das heißt, wir haben jetzt 14 Kilometer. Ich bleibe immer auf dem Pinsel drauf. Auf jeden Fall, ihr seht, ich war wirklich voll auf dem Pinsel. Ich habe noch kein Windrad gesehen, aber selbst hier der Verbrauch, ich bin jetzt bei 54% und wir sind jetzt schon 11 Kilometer wieder gefahren. Von daher, ich fahre jetzt mal hier runter und ja, ich bin überwältigt. Also nehmt den großen Akku, ich sage immer, Akku ist King. Nehmt bitte den großen Akku, dann habt ihr keine Probleme, könnt entspannt die Landstraßen fahren, Bundesstraße, das ist überhaupt kein Problem. Also Akku-Empfehlung, nehmt den größten, das seht ihr auch unten in der Beschreibung. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie komme ich jetzt hier rüber. Wir fahren jetzt mal hier lang, aber alles super, wirklich. Ich bin überwältigt. Ich drehe jetzt hier schon wieder hoch, 50, 60. Es macht doch einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Jetzt muss ich noch mal kurz da drüben anhalten, weil meine Nase läuft. Ich blink mal hier rüber, sonst habe ich gleich einen Sumpf im Helm. Von daher, aber Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Erstmal ein Päuschen kurz. Scheiße, ist das Mikro noch da? Ja, ist noch da, alles gut. Leute, ich sag euch, so, hier machen wir mal wieder einen Reset. Und ich würde sagen, Nase ist einigermaßen sauber. Ihr wisst, wie das ist unter Bikern, 53%, also Verbrauch ist unschlagbar. Ich würde sagen, jetzt geht es wieder auf den Highway. Und kicken schön in der Kurve raus. Aber ihr merkt, der Zug ist da. Also ich gebe nur kurz Gas, da ist der Zug direkt da. Bei Nässe würde ich definitiv aufpassen, wenn ihr bei 50 bis 60 km/h seid. Und ich ziehe raus. Ich ziehe raus. Wir haben freie Bahn. Ich bin voll am Anschlag. 80. Jetzt geht's gerade. 90. 91, 93. Ein alter Volvo Turbo. Starkes Ding. Starkes Ding. 98. 99. Ja, es ist ähnlich jetzt wieder. Gut, vielleicht habe ich zu viel Angriffsfläche, aber ihr seht jetzt hier auch mal Zeiten. 0 auf 100 in 42 Sekunden. Okay, das ist ein bisschen langsam. Das müssen wir mal in einer ruhigen Minute auf jeden Fall nochmal nachtesten. Aber ihr seht 0,60, 19 oder 17 Sekunden sind das, glaube ich, war. Aber ich bleibe voll drauf jetzt hier am Punch. Geht leicht berghoch, ist kein Problem. Wir fahren jetzt im Prinzip die Strecke wieder zurück, haben jetzt 15 Kilometer schon hinter uns seit dem Stopp in Marburg an der Elisabethkirche. Und ja, wir bleiben weiter auf dem Pinsel drauf. So ihr Lieben, ich hoffe ihr könnt alles sehen. Das war jetzt mal schön Vollgas, dauerhaft. Wir sind jetzt knapp 8 Kilometer unter Vollgas wieder zurückgefahren. Und ihr seht, ich sag mal 100 Kilometer pro Stunde, auch jetzt bei den Bedingungen mit dem Wind und meinen aufrechten Sitzen, ist alles kein Problem. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier GPS 80, ich kicke jetzt mal drauf, dann seht ihr auch, das geht halt nicht hoch wie bei einer Rennmaschine, aber das Wichtigste an dem Bike ist einfach, dass man mitschwimmen kann und nicht ein Hindernis ist auf der Straße. Und das ist hier, wie gesagt, kein Problem. Von daher passt das auch alles. Ich bin zufrieden. Der Akku, ihr seht, jetzt hat er Temperatur. Dadurch verlieren wir auch nicht so viel Prozent wie jetzt zu Beginn, wo wir eigentlich gar nicht so schnell gefahren sind. Wir haben jetzt 47% bei 33 Kilometer vom Trip. Das ist super, Leute. Deswegen, ich kann euch nur ans Herz legen, nehmt den großen Akku. So Leute, es ist verdammt windig. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wir sind jetzt hier stabile
15 km/h, wenn ich es richtig erkenne, oder 16 km/h Vollgas gefahren. Das heißt, hin und zurück sind wir schon locker bei 20 bis 30 Kilometer auf 100. So, es geht in die Kurve rein hier, schön mit Anpressdruck, 80 km/h. Langgezogene Kurve. Die Reifen müssten ja jetzt eigentlich Temperatur haben, oder Leute, was sagt ihr? Nicht, dass es mich gleich weghaut. Aber hier entspannt 75. Und gleich rausziehen auf der Zielgeraden. Das ist schon alles in Ordnung. Und Leute, und es ist windig, ich weiß es, aber ich will euch nur noch mal darauf hinweisen. Wir haben jetzt einen Trip von 44 Kilometer, 41%. Das bedeutet, wir haben jetzt genau 40% verbraucht. Wir sind gestartet mit 82%, genau. Und dieses Bike, ich habe lange gebraucht, um diese ganzen Wege herzustellen, dass ich an das Bike komme. Aber ich sage euch, wie es ist, hat sich gelohnt. Ich werde 2023 noch einige Bikes für euch testen. Ein paar schöne Kracher dabei, die optisch noch mal ein bisschen anders aussehen als die. Ja, ich fahre jetzt hier mal ran. Das meinte ich, wenn ich jetzt voll bremse und dann in den Bordstein reinzimmere, dann schlage ich natürlich vorne durch. Aber so geht es ja eigentlich. Jetzt will ich nur mal kurz anhalten, wie der Akku jetzt von der GoPro ist. 12 Sekunden später. So, ihr Lieben, wir haben noch 19%. Das sollte theoretisch bis nach Hause reichen. Das heißt, ich ziehe jetzt mal schnell Handschuhe an, setze einen Blinker nach links und wir kicken rein. Oh, Wheelspin auf der Hinterachse. Wow! Wie gesagt, ich drücke voll durch und 50 schon erreicht. So, es kommen ein bisschen Schlangenlinien. Hier ist nämlich der berüchtigte Bahnübergang. Fahren wir hier über den Huckel drüber. Wow, ich Sprung. Wahnsinn. Und jetzt geht es hier wieder raus. Ich will mal kurz gucken. So, ich habe noch mal kurz geguckt, ob ich einen Ständer oben habe, weil das wäre ärgerlich. Und jetzt können wir schon wieder auf den Pinsel treten. Ich bin voll am Anschlag, also ich kicke voll durch. 70, 80. Also es ist schon sehr zäh, muss ich jetzt mal sagen. Es kann aber einerseits daran liegen, dass der Akku jetzt schon leer ist und andererseits, wie gesagt, Gegenwind. Wenn wir jetzt hier drüben mal gucken, die Windräder, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, die zeigen nach hier vorne. Das heißt, wir knallen voll in Gegenwind rein. Da ist das auch ein bisschen normal, aber soll uns nicht stören. Wir geben einfach weiter Volldampf. So Leute, was ist passiert? Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Ich konnte kein Gas mehr geben. Ich habe die GoPro jetzt ausgemacht. Ich dachte, what the fuck, Maschine ging einfach aus. Ja, was ist passiert? Ganz einfach. Ich habe Vollgas gegeben und die Modi geändert. Ich zeige euch mal an der Kamera. Ich drehe es einfach mal. Ich bin jetzt von S auf D gegangen und da wieder zurück. Ich habe ein bisschen rumgespielt und das war fatal. Der ist jetzt komplett in Reset gegangen. Das heißt, ich vermute, die Sicherung hat einfach gesagt, okay, hier stimmt was nicht und dann ist dann in die Sperre reingegangen. Alles okay. Ich zeige euch, wie ihr das Problem behebt, weil wenn wir es jetzt einmal haben, möchte ich es euch auch direkt zeigen. Und zwar, passt auf, Leute. So, ich habe es hier mal an die Seite gestellt, dass ich da den Verkehr nicht behindere. Passt auf, die DMG hat nämlich eine Sicherungsbox. Und zwar, wir gehen mal hier unten rein und dann müssen wir hier runter gucken. Seht ihr das? Das ist im Prinzip Sicherungsbox. Was macht ihr? Ganz einfach, ihr seht diesen blauen Dings, den blauen Hebel, den zieht ihr an euch ran. Jetzt ist die Sicherung im Prinzip zurückgeschaltet und dann drückt ihr wieder rein und dann geht sie wieder an. So, Bike fährt gerade wieder neu hoch und es passt wieder alles. Oh Leute, jetzt habe ich echt eine Schrecksekunde gehabt. Ich hatte jetzt echt eine Schrecksekunde, ohne Mist. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, noch 21%. Also ich glaube, ich habe das Bike gerade ein bisschen ordentlich rangenommen. Aber muss ja theoretisch auch mal sein. Das heißt, Ernstfall, sollte das passieren, rechts ranrollen, Sicherung raus, Sicherung rein, vielleicht ein bisschen warten und dann geht's weiter. Es ist jetzt eine neue Erfahrung für mich, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass sowas passieren könnte. Wow, jetzt hatte ich echt ernsthafte Handshake. Ich bin zwar nicht mal weit weg von hier, aber das Bike wiegt 150 Kilo, wenn ich das heimschieben soll, hat dann viel Spaß. Ein paar Sekunden später. Leute, ich bin gerade extrem stinkig. Weil ich weiß nicht, wo das Problem hier ist. Ich kriege sie nicht mehr an. Vorhin ging sie auf einmal wieder an. Dann konnte ich ein Stück fahren, auf einmal geht's wieder aus. Bam.
Ey, ich kriege ja echt einen dicken Hals. Jetzt muss ich das Ding zwar noch bis davor schieben, aber trotzdem, das Ding wiegt, ich weiß nicht wie viel Kilo, 150 Kilo, so, das darf nicht passieren. Ich kläre auf jeden Fall, was hier das Problem ist mit der Factory, mit der Hersteller. Mein Hals steht gerade hier oben. Vor allem, Leute, jetzt siehst du hier dann die ganzen Radfahrer dran vorbeifahren. Da denkst du dir, Alter, das kann doch hier nicht wahr sein. Es kann doch einfach hier nicht wahr sein. So Leute, ich bin jetzt zu Hause und nur, dass ihr mal seht, was ich die letzten, ich sag mal 4 Kilometer gemacht habe. Der Pulli ist komplett durch. Scheiße. So ihr Lieben, ich grüße, ich melde mich zurück und zwar, wir haben jetzt ein paar Tage vergangen, seit die Sache passiert ist mit dem Ausfall und ich will euch einfach nur kurz sagen, was los ist. Und zwar passt auf, ich bin gerade 20 Kilometer noch Vollgas hin und her gefahren, ihr seht, das ist eine stracke Gerade, da kann man schön durchladen, ohne dass was passiert. Ihr seht es da hinten. Und zwar, was ist passiert? Ich habe viel mit den Chinesen gesprochen. Das Kuriose war, habe ich denen auch gesagt, dass ich am Abend, dann wo ich wieder runtergegangen bin zur Maschine, konnte ich ganz normal wieder laden. Ich habe die ganz normal geladen. Ich konnte auch wieder Gas geben und sowas. Das war kein Problem mehr. Und das habe ich denen alles so gemeldet. Auch die Volt-Anzeige und so, zeige ich euch gleich. Und die Chinesen haben mir gesagt, ja André, pass auf, das ist folgende Sache. Das Bike hat eine Batterie und es hat einen Elektromotor hinten dran. Und das ist eigentlich wie bei mir beim Elektroauto, da ist ein Schutzmechanismus dahinter. Das bedeutet, wenn du das Bike immer Vollgas fährst und sowas, ist kein Problem. Aber ab einer gewissen Temperatur gibt es einen Schutzkontakt, der löst aus und das Bike scheidet ab. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, wenn der Akku natürlich dann leerer wird und du trotzdem Leistung abrufst, die der Akku aber nicht mehr geben kann, geht auch wieder ein Schutzmechanismus rein, um einfach die Bauteile zu schützen. Das bedeutet, ich wollte am Ende Leistung abrufen, zwar auf dem Heimweg, aber trotzdem, das weiß Bike ja nicht. Ich wollte Leistung abrufen, war zwar bei 25-30% oder was und das Bike konnte es mir nicht mehr geben und hat gesagt, scheiße, wo soll ich jetzt den Strom herbekommen, den der Scheidler aber haben will zum Vollgasfahren. Deshalb auch wieder abgeschaltet. Also es war, glaube ich, ein Zusammenspiel zwischen zwei Faktoren. Erstens, wie gesagt, ich wollte Leistung haben, die mir die Batterie einfach nicht geben konnte und zweitens, war die Sicherung reingekommen, dass das Bike einfach zu warm wurde durch die ganze Volllastfahrt. Das heißt, unterm Strich, ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt aus der Schweiz wiedergekommen, bin jetzt die Strecke hin und her geballert, Vollgas, immer am Anschlag, ihr seht ja, schöne Strecke, 20 Kilometer habe ich gemacht und es ist nichts passiert. Es war alles in Ordnung, tipptopp. Und zwar soll ich euch zeigen, was passiert ist, ganz einfach. Ich schwenke die Kamera, ihr seht jetzt hier den Display. Ihr habt hier den Akkustand und ihr habt hier drüben eine Volt-Anzeige. So, und diese Volt-Anzeige, die ist einfach, wo ich jetzt, wo der Shutdown war, wo das ausgehakt ist, war das einfach unter 70 Volt. Und das Problem ist einfach, der Akku, das sind 72 Volt mal 100 Ampere-Stunden. Das bedeutet, 72 mal 100 sind 7,2 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt natürlich unter die 72 Volt komme, ist das nicht gesund. So. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, wo es hier ausgegangen ist, das war auf dem Stück hier, da war ich bei 68 Volt. Das bedeutet wirklich, ich habe Leistung abgerufen, die er mir nicht geben konnte. Und das weiß ich für die Zukunft jetzt. Das bedeutet, wenn ich niedrigen Akkustand habe, werde ich auch keine Vollgasfahrten mehr hier machen, weil dann weiß ich, dass passieren könnte. Und ihr seht auch, ich bin jetzt Vollgas gefahren und habe jetzt 22 Kilometer runter. Und ja, ein bisschen mehr als 20% dafür verbraucht. Das kommt auch ins Bild rein. Das bedeutet, bei 0% habe ich dann insgesamt, also 100 Kilometer schaffe ich auf jeden Fall mit einer angenehmen Geschwindigkeit. Was soll ich jetzt euch sagen? Ganz einfach. Ich verstehe, dass der Schutzmechanismus da ist. Der ist auch wichtig, weil wir wollen nicht, dass der Akku geschädigt wird. Wir wollen auch nicht, dass der Motor geschädigt wird, weil dann haben wir alle nichts von. Was wir uns nur lernen müssen oder was ich jetzt für mich mitnehme, dass im Prinzip ich nicht, ja, wie soll ich sagen, Vollgas fahre dauerhaft. Das bedeutet zwischen den Dörfern ja, aber nicht jetzt sozusagen dauerhaft immer am Anschlag. Dafür ist das Bike einfach nicht gedacht. Aber jetzt so zum Normalfahren, so 80 km/h ist, glaube ich, wesentlich angenehmer als die 110. Von daher ist es trotzdem ein super Bike, muss ich echt sagen. Ich verstehe jetzt das Problem auch bei Tesla. Wenn ihr euch mal zurückerinnert in die Tesla-Vergangenheit, war das Problem auch. Bei dem Model S und sowas, die haben dann runterreguliert. Das heißt, du konntest nach 2-3 Mal Viertelmeile fahren nicht mehr Vollgas geben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Und so ist das hier im Prinzip auch. Und ich verstehe das System dahinter. Von daher ist alles gut. Ich werde trotzdem jetzt noch mal ein paar Testfahrten machen, wenn ihr Bock habt. Oder schreibt mir rein, was ihr zu dem Bike wissen wollt. Ihr seid die Community.
Ihr müsst mir sagen, was ich noch testen soll und dann werde ich das machen. Und ich bin noch dran an dem Video, wie wir eine Plattform schaffen. Also ich habe jetzt viel mit den Chinesen nochmal gesprochen, weil ich war erst ein bisschen enttäuscht, aber jetzt erläutert sich ja alles. Von daher sagt mir Bescheid, was ihr wissen wollt. Ich bin dran, dass ihr es bestellen könnt. In diesem Sinne, Leute, eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.